Dir droht der Tod. höchste Not. Dir droht der Tod. Dir droht der Tod. Dir droht der Tod. Es gibt so viele wunderbare Momente. Es spitzt sich immer wieder zu und das ist so phänomenal, weil es kommt plötzlich so, es schraubt sich handlungstechnisch etwas herauf und das muss nicht unbedingt so wahnsinnig inspiriert, musikalisiert sein, aber plötzlich dann platzt etwas hervor und du hast das Gefühl, du bist mitten in einer Verdi-Oper oder mitten bei Lohengrin, bei Wagner oder bei Meyerbeers, L'Africain oder einer dieser ganz großen pathetischen Gesten, wo der ganze Chor sich so Boden wirft und verzweifelt und wo man denkt, man ist mittendrin in der erhabensten Tragödie schlechthin und zwei Sekunden später geht ein anderes Licht an und alles wird zusammengeschmunzelt, sozusagen, als wäre nichts gewesen. Das ist eigentlich Feinschmeckertheater, diese Offenbach. The most internationally renowned production of Felsenstein's time here at the Komische Oper Berlin was his very famous production of Jacques Offenbach's masterpiece Blaubart, Barbe Bleue. Felsenstein had a great attraction to Offenbach. Music, movement, text, mythology, humor, satire, all these elements Felsenstein obviously loved, and his production was, an extraordinary and very important piece of music theatre. So when I was thinking about who we should get to do the new production of Barbe Bleue or Blaubart, there was only one person who I really wanted to come and do that, and that was Stefan Herrheim. And I've been trying to get Stefan to come and do an operetta here for a long, long time after this big success of his Xerxes production. And I said, so Stefan, you travel the world, you do all sorts of very big operas, you need to come and do an operetta. And he said, oh, it's hard. I said, yes, they're the hardest things to do. And then when I told him about the idea of the Felsenstein season, he immediately said, well, why don't I do Barbe Bleue? And I said, fantastic. Ich gehe immer vom Scheitern eigentlich aus. Ich habe das Gefühl, nie einer Sache gerecht werden zu können, wenn ich das aus dieser ganz großen Perspektive historisch betrachten muss und Rezeptionsgeschichte schreiben muss. Rezeptionsgeschichte ist etwas, was ich einbinde in meine eigene Arbeit, die eine große Rolle spielt, auch für die Konzeptionen, die ich mit meinem Team bastle. Im Bewusstsein, dass man in einer sehr, sehr großen Tradition sich bewegt. Ja? Und das ist ein kulturgeschichtlich eine immense Last auch werden kann, sich mit diesen Materialien auseinanderzusetzen. Es gibt eine Freude, eine Lust am Leben zu sein und das Gefühl, lebendig mit anderen Menschen ein Wir kommunizieren zu können. Also ich finde mich ganz normal. So. Ich glaube, das ist doch eigentlich ganz normal. Man meuchelt so seine Frauen und das ist es dann. Also ich weiß jetzt nicht, wo da das Problem liegt. Gegen Bulat ist Carmen eigentlich ein richtiges Mauerblümchen. Ich finde es toll an Bulat, dass man hat endlich mal die Gelegenheit, wirklich jeden auf der Bühne zu küssen. Jeden. Und es macht richtig Spaß. Wir haben eine Menge Spaß auf den Proben. Es ist eigentlich eine total durchsexualisierte Operette, aber das wäre so oberflächlich betrachtet. Letztendlich geht es auch um die Unmacht der Macht natürlich, aber es geht auch um Macht auf unterschiedlichsten Ebenen, nicht nur jetzt politisch von oben herab. Das Stück wurde ja geschrieben mit der Unterstützung des französischen Kaisers, das darf man nicht vergessen. Das ist also keine soziale Kritik von unten, sondern es geht wirklich eigentlich von oben herab und es ist ein Publikum, was über sich selbst letztendlich lachen muss, auf den Abgrund tanzen. Es geht ja weniger Jahre danach, dann endgültig ist es vorbei dann mit der französischen Monarchie. Und Offenbach macht sich natürlich darüber lustig, aber über Doppelmoral in jeglicher Hinsicht. Und die Ehe ist letztendlich hier, wird sozusagen als der Tod der Liebe, der freien Liebe und auch damit eigentlich das Ende eines Zeitalters heraufbeschworen.